Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Mami Blog Kitchen. Der Sommer kommt ja jetzt zum Glück endlich mal angerollt und wir dachten, es ist perfekt für so ein paar eiskalte Snacks aus dem Winterwunderland. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und später natürlich beim selbermachen. So, nach den Dinos kommt jetzt direkt ein Thema aus der Glitzer- und Zauberwelt. Es wird kalt und magisch, denn in diesem Video dreht sich alles um die Eisprinzessin. An dem Thema kommen Eltern wohl einfach nicht vorbei und deshalb gibt es hier den perfekten Eisprinzessinnen-Snack mit passendem magischem Getränk. Los geht's mit den Eisstops. Dafür braucht ihr nur 4 Zutaten. Nehmt ein paar Brombeeren, Erdbeeren, griechischen Joghurt und ein bisschen Honig. Natürlich könnt ihr die Beeren auch austauschen gegen andere reife Früchte, je nachdem, was ihr am liebsten mögt. Beeren sind vielleicht auch ein bisschen säuerlich, ergeben einfach halt wirklich nur eine schöne Farbe. Ja, die Erdbeeren kommen jetzt auf jeden Fall in den Mixer. Hier werden sie zu einem sehr feinen Erdbeerpüree. Wer keinen Mixer hat, kann die aber auch mit einer Gabel zerdrücken oder wer stückiger mag. So, dann gebt ihr 4 Esslöffel griechischen Joghurt dazu und vermischt alles gut, sodass so eine rosafarbene Masse entsteht. Jetzt kommt noch ein Esslöffel Honig dazu. Nochmals gut verrühren und kurz beiseite stellen. Ja, das gleiche macht ihr jetzt noch mit den Brombeeren. Wieder mit dem Mixer mixen oder mit der Gabel ganz vorsichtig zerdrücken, damit nichts spritzt. Der Saft ist ein bisschen kompliziert. Ja, danach rührt ihr noch 4 Esslöffel griechischen Joghurt runter und vermengt das so ein bisschen und gebt dann wieder ein bisschen Honig dazu. Brombeeren sind öfter ein bisschen saurer, also wenn die frisch sind und süß, dann ist das lecker, aber sonst nehmt ihr einfach ein bisschen mehr Honig, dann passt das auch gut. Ja, wenn der Honig jetzt untergerührt ist, dann stellt die Schale noch mal kurz auf die Seite. Und für die dritte Sorte haben wir jetzt hier einfach griechischen Joghurt ohne Früchte mit 2 Teelöffel Honig vermengt. Das ist auch tatsächlich eine sehr leckere Geschmacksrichtung. So, jetzt könnt ihr die 3 Massen einfach in eine Form eurer Wahl füllen. Wir haben jetzt hier eine Sternenform zum Beispiel genommen. Das passt natürlich auch zum Thema ganz gut. Ihr müsst aber nicht zwangsläufig eine Form verwenden. Also ihr könnt auch einfach kleine Kleckse auf so einem Backpapier machen. Das könnt ihr auf dem Backblech auslegen und dann so einfrieren. Das funktioniert auch wirklich super. Und das wären dann so kleine Mini-Joghurt-Drops, die so ein echt wirklich perfekter Eissnack sind. Auch für Babys, die kühlen also praktisch auch das Zahnfleisch, wenn die Babys zahnen. Ja, und ist gleichzeitig so der erste leckere Eissnack. Hier müsst ihr allerdings aufpassen mit dem Honig. Also der ist erst für Kinder ab einem Jahr geeignet oder es wird halt so empfohlen, das erst ab 1 zu geben. Ja, und wenn ihr zu viel gemacht habt, dann könnt ihr natürlich auch größere Förmchen nehmen. Mini-Muffin-Förmchen haben wir jetzt hier noch verwendet. Über größere Portionen freuen sich die Kinder natürlich auch. Ja, jetzt friert ihr egal welche Portion auf jeden Fall einfach nur noch ein und dann sind die Eisstops fertig und der perfekte Snack für die Eisprinzessin. Tja, und weil halt Eisprinzessinnen halt auch mal Durst haben, gibt es hier noch eine Idee für einen echten Frozen-Zaubertrick, der garantiert nicht nur auf der Geburtstagsparty der Hit ist, sondern wirklich auch für viel Begeisterung zwischendurch sorgt und ganz einfach ist. Ihr braucht dafür neben Honig und Limetten eine Geheimzutat. Und zwar ist das ein sogenannter Anchan-Blautee. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und zwar ist das ein koffeinfreier Kräutertee, der also deshalb auch gut für Kinder geeignet ist und der schmeckt auch ganz mild. Und diese blaue Farbe von dem, wenn man den also ganz normal aufbrüht, der reagiert ähnlich wie Rotkohlsaft auf den pH-Wert. Also der verändert seine Farbe, wenn ihr zum Beispiel Zitronensäure reingebt. Und das ist natürlich perfekt, wenn man Zitronenlimonade nochmal selber macht. Dann wertet das den Tee geschmacklich natürlich auch nochmal auf und verfärbt den Tee wie von Zauberhand. Und das sieht super schön aus und wirklich beeindruckend. Nicht nur für kleine Eisprinzessinnen. Ja, und in der Zeit, in der der Tee jetzt ein paar Minuten zieht, können wir die Zauberformel zum Verfärben zubereiten, die nachher für den magischen Effekt im Tee sorgt. Also im Prinzip die Zitronenlimo. Dafür presst ihr den Saft aus ein paar Limetten oder Zitronen aus. Das macht ihr bei der Menge am besten mit einer Zitruspresse. Aber an der Stelle bringen wir doch direkt nochmal einen schönen Küchentrick unter. Und zwar, wie ihr eine frische Zitrone in eine Zitronenflasche verwandelt. Jetzt schaut mal, wie gut die sich auspressen lässt. Dafür rollt ihr eine Zitrone so ein paar Mal kräftig hin und her, sodass sich das Fruchtfleisch innen lockert und die Zitrone weich wird. Und dann piekst ihr mit einem Holzstäbchen oder mit einem Essstäbchen zum Beispiel ein ausreichend großes Loch in ein Ende und ja, schon tritt dann jetzt beim Zusammenpressen der Zitrone der Saft raus. Und die Zitrone könnt ihr so natürlich auch im Kühlschrank aufbewahren und wiederverwenden, ohne sie jetzt abdecken zu müssen. Auch ganz praktisch. Jetzt gebt ihr wieder mal Honig dazu. Wir machen bewusst hier keine genauen Mengenangaben. Das ist natürlich Geschmackssache. Also probiert mal, wie es euch schmeckt. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Zucker man gewohnt ist und wie viel Säure man gerne mag. Verrührt dann auf jeden Fall alles gut, dass sich der Honig auflösen kann und gebt jetzt ca. 500 ml Wasser dazu. Ja, die ganz normale Zitronenlimo ist jetzt fertig, die dann durch den magischen Effekt im Zusammenhang mit dem Tee wirklich zur Zauberlimo wird und den Kindern auch so verkauft werden kann. Am besten schmeckt der Zaubertrunk jetzt natürlich mit ein paar Eiswürfeln. Gebt davon welche in ein Glas, dann gießt ihr was vom kalten Tee rein und anschließend dann die Limonade. Die Eiswürfel sind eigentlich auch wichtig, weil die sorgen dafür, dass sich der Tee nicht sofort komplett umfärbt und erstmal nur oben die Farbe verändert. Ohne die Eiswürfel würde man den magischen Effekt sofort sehen.
Ja, hier habt ihr das Rezept nochmal wie immer zum Screenshotten und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video.